Wie bereits in Aros Commander ist es nun auch in Aros Kudo möglich, zwei Zeichnungen miteinander zu vergleichen und die Unterschiede mit benutzerdefinierten Farben hervorzuheben. Schauen wir uns den Online-Zeichnungsvergleich näher an. Der Vergleich von zwei Zeichnungen ist besonders nützlich, wenn Ihr Team an einer Zeichnung parallel mit jemand außerhalb Ihres Teams gearbeitet hat. Bevor wir mit dem Zeichnungsvergleich starten, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Zeichnung, an der wir arbeiten, Kommentare und Beschriftungen enthält, die wir nicht verlieren wollen. Nehmen wir an, wir haben gerade eine neue Version der Zeichnung von unserem Kunden erhalten. Lassen Sie uns die Zeichnung sichern. Um die beiden Zeichnungen online zu vergleichen, werden wir nun die neue Datei in die Cloud hochladen. Wir ändern den Namen der Datei, um deutlich zu machen, dass die geänderte Version von unserem Kunden ist. Als nächstes öffnen wir unsere ursprüngliche Zeichnung. Die Funktion Zeichnungsvergleich finden wir im Menü. Es öffnet sich eine Palette, die wir sehen können, praktisch identisch ist mit der Palette Zeichnungsvergleich in Aros Commander. Hier wählen wir die Option Laden, um die Zeichnung des Kundes zu laden, die wir zuvor in unserer Cloud Storage hochgeladen haben. Für den Online-Zeichnungsvergleich ist es notwendig, dass beide Zeichnungen in einem Cloud-Speicher gespeichert sind. In diesem Fall lag unsere ursprüngliche Datei bereits im Cloud-Speicher. Und die Datei, die wir per E-Mail vom Kunden bekommen haben, haben wir gerade hochgeladen. Alternativ dazu kann der Kunde Ihnen Zeichnungsrechte auf eine Datei in seinem oder Ihrem Cloud-Speicher geben. Wenn Sie den Online-Zeichnungsvergleich für eine lokale Datei durchführen wollen, laden Sie die Datei einfach vorher in Ihren Cloud-Speicher hoch, wie gezeigt. Stellen wir nun die Farben für den Vergleich ein. Für Elemente, die in den beiden Zeichnungen identisch sind, wählen wir die Farbe Grau. Elemente, die nur in unserer ursprünglichen Zeichnung existieren, lassen wir in einer anderen Farbe anzeigen und wir wählen eine dritte Farbe für die Objekte, die nur in der Zeichnung unseres Kunden zu finden sind. Es können Revisionswolken hinzugefügt werden, um die geänderten Bereiche hervorzuheben. In unserem Fall wollen wir dafür ein Rechteck verwenden. Alternativ können Sie die Bereichsmarkierungen auch deaktivieren. Zudem können wir Schraffuren und Texte aus dem Vergleich ausschließen, wenn wir uns nur auf die Geometrie konzentrieren wollen. Standardmäßig sehen wir unsere aktuelle Zeichnung im Vordergrund, aber wir können die Reihenfolge ändern, falls gewünscht. Wenn alles eingestellt ist, starten wir den Zeichnungsvergleich, indem wir auf dieses Symbol klicken. Nach ein paar Sekunden können wir sehen, dass die Unterschiede in den von uns gewählten Farben hervorgehoben werden. Aros Kudo hat in den Zeichnungen 20 Bereiche gefunden und markiert, die verschieden sind. Wir können zwischen diesen Bereichen navigieren, indem wir auf diese Icons klicken. Um den Verlauf der von unserem Kunden vorgenommenen Änderungen zu sichern, können wir das Ergebnis des Zeichnungsvergleichs als neue DWG-Datei speichern. Dazu klicken wir auf das Icon. Unser Kunde erwartet, dass wir mit seiner Version der Zeichnung weiterarbeiten, aber wir wollen auf keinen Fall die Historie und die Kommentare unserer ursprünglichen Zeichnung verlieren. Deshalb laden wir die neue Kundendatei in unserem Versionsmanager hoch. Diese Aktion fügt die neue Zeichnung zu unserer Versionshistorie hinzu und veröffentlicht sie als aktuelle Version, aber wir behalten alle Kommentare und Markups sowie unsere vorherige Versionen. Wenn wir unsere Meinung ändern, können wir jederzeit zu einer früheren Version zurückkehren. In unserem nächsten Schritt möchten wir den aktuellen Stand der Zeichnung sichern, der nicht mehr verändert werden soll. Wir wollen mit der Aktion ein Backup eines Zwischenstandes des Projektes bewahren, während wir überlegen, wie es weitergehen soll. Dafür erstellen wir einen Klon. Wir ändern den Namen der geklonten Zeichnung,
damit die Zeichnungen gut zu unterscheiden sind. Auch hierbei bleiben uns alle Kommentare und Markups erhalten. Die geklonte Zeichnung sollte nicht freigegeben werden. Alle Anwender arbeiten weiter an der Hauptzeichnung. Das verhindert mögliche Verwechslungen und Kollisionen und stellt sicher, dass die Backup-Zeichnung unverändert bleibt. Sie können später natürlich jederzeit entscheiden, diese Backup-Zeichnung bzw. diesen Stand des Projektes zu teilen. Wenn wir die geklonte Zeichnung öffnen, können wir leicht sehen, dass alle Kommentare und Markups aus der Originaldatei kopiert wurden.